Bem-vindos a Madeira. Herzlich willkommen auf Madeira. Christoph und ich haben hierher einen Abstecher gemacht. Madeira ist wie die Azoren auch eine autonome Region innerhalb der Republik Portugal. Wenn ihr euch erinnert, es war schon ein krasser Unterschied zwischen dem beschaulichen Florisch und dem lebendigeren São Miguel. Aber das war noch gar nichts gegenüber dem Leben hier auf Madeira. Wir sind angekommen am Flughafen, schon eine abenteuerliche Landung, und dann ging es auf der vierspurigen Autobahn Richtung Unterkunft. Mit einer Masse an Verkehr, eine enge Bebauung, die Skyline von Funchal und der Menge an Menschen und Touristen. In den nächsten 3 Videos geben wir euch Einblicke in einen Tag in Funchal, der Hauptstadt. Wir nehmen euch mit in eine Levada-Wanderung und wir besteigen mit euch einen Berg. Heute nun also Funchal. Funchal ist die Hauptstadt mit etwas mehr als 100.000 Einwohnern. Hier zu dieser Stadt gehört diese Frau und natürlich dieser Mann. Und wir klemmen uns nun an ihre Socken und erkunden diese Stadt. Und bevor ich noch viel rede, sage ich, kommt einfach mit. Bis gleich. So, wir sind jetzt in Funchal angekommen, genauer gesagt in Monte, einem Stadtteil, früher sehr beliebt für die Adligen. Auch Sissi war hier, gut, wo war sie nicht? Und was wir jetzt zuerst machen, ist ja ganz bekannt für Funchal Madeira, ist die Korbschlittenfahrt. Das ist ein altes Transportmittel aus dem 19. Jahrhundert. Hier in Monte ging es in die Korbschlitten rein und runter nach Funchal. Heute ein ganz beliebtes Ziel für Touristen. Man setzt in diese Korbschlitten rein, die Kufe aus Holz haben. Und die beiden Carreiros, die diesen Wagen steuern, die haben so Sohlen aus Autoreifen, um dann den Wagen zu lenken. Ungefähr 2 Kilometer Wegstrecke, 10 Minuten dauert das. Ein kleines Abenteuer und ich würde sagen, rein geht's und ab geht's. On Tour, Schokoladenperl und Christoph. Wow. Oh, schon zu Ende. Und jetzt das letzte Stück wird dann so zurückgelegt. Ah, nee, ich sehe, das ist gar nicht das letzte Stück, sondern da wird nochmal Schwung geholt.
So, jetzt. Uiuiuiui. Oh. Also das ist ganz schön steil und auch ganz schön eng. Mann. Die Defenden. Krass, die haben das sowas von unter Kontrolle. Ich hätte voll Schiss hier schon. So, und jetzt kommen wir dann auch bei der Station schon an. Absolut cool. Hui. Nochmal. Oh Mann. So, wir gehen jetzt weiter in Richtung Innenstadt und es geht steil bergab. Man weiß also, warum dieser Stadtteil Monte, also Berg heißt. Die Schlittenfahrer werden jetzt mit Bussen wieder hochgebracht, bereit dann für die nächste Abfahrt. Und ich würde sagen, Christoph, bis zur nächsten Attraktion. So, wir sind jetzt an Attraktion Nummer 2 für uns, die Rua de Santa Maria, die älteste Straße hier in Funchal und sehr bekannt nicht nur für die Gastronomie, sondern auch für die Street Art. Sogar die Kommune unterstützt die Künstler mit Sprayfarben, Materialien, um hier Türen und die Straße zu gestalten. Und da bummeln wir jetzt durch. So, bevor wir dann zur Attraktion Nummer 3 kommen, stärken wir uns noch hier mit selbstgemachtem leckeren Eis und einer Brezel. Aber natürlich nicht nach schwäbischem Rezept, sondern nach maderensischem. Guten Appetit und bis gleich. Schon lecker, diese maderensische Brezel. Knusprig. Klasse. So, wir haben uns jetzt gestärkt und sind auf dem Weg zur Attraktion Nummer 3. Und da hattest du, Christoph, eine ganz tolle Idee. Ich wollte schon immer mal mit Steffen Tuk-Tuk fahren. Dann müssen wir nicht latschen und wir müssen nicht mit dem Auto ständig Parkplätze suchen. Wir kommen vielleicht auch durch enge Gassen. Wird bestimmt ganz spannend und ist vielleicht genauso kurios wie eben die Schlittenfahrt. Wir gucken mal. Los geht's. You ready to go? Of course. Und los geht's. Total geil!
verarscht. Wir sind jetzt hier beim Cristo Rei, der ältesten Christusstatue der Welt, 1927 errichtet. Und hier gibt es nicht nur den segnenden Christus, sondern auch einen ganz tollen Aussichtspunkt. Und ihr seht ja, meine Friese hat den Geist aufgegeben, was soll's. Hier ist es wirklich mega genial. Und unser Tuk-Tuk-Fahrer hat es auch wärmstens empfohlen, hier mal runter zu laufen und uns einen Blick über die See und auch Funchal zu gönnen. Gucken wir mal. So, David hat uns jetzt hier direkt vor dem Botanischen Garten abgesetzt und es war mega genial, also genau das Richtige, um eine Stadt, zumindest für den ersten Tag, mal so in einer groben Tour zu erkunden. Es hat richtig viel Freude gemacht, meine erste Tuk-Tuk-Fahrt.
Ja, Tuk-Tuk fahren, so eine perfekte Mischung aus Cabrio und Mofa. Man wird zu den tollen Plätzen gebracht und ist den ganzen Tag an der frischen Luft. Echt eine geile Tour gewesen. So, jetzt sind wir viel gesessen. Jetzt wandern wir nämlich durch den Botanischen Garten hier. Gucken wir uns den mal an. Mal einen kleinen Abstecher nach Mexiko. Dieser Baum hier heißt Massin de Java. Ich habe gerade mal gefragt nach diesen Früchten, ob man die essen kann. Der Gärtner meinte, ja, das ginge. Und ich werde jetzt mal eine probieren. Ich suche mal eine möglichst rote aus. Ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein verschrumpeltes Geschwür. Und jetzt beiß ich da mal rein. Wonach schmeckt es? Ob das schmeckt? Ja, wonach schmeckt es? Kann ich gar nicht sagen. Also es ist so, ich weiß auch nicht, ob es lecker ist. Schmeckt ganz interessant. Bisschen fruchtig. Ja, kann man nicht so richtig beschreiben. Eine Mischung aus Radieschen und ja, irgendwas Fruchtigem. So, jetzt geht's. Inzwischen schmeckt es mir.
dem Botanischen Garten aus geht es nun zurück nach Monte, auch mit einer Attraktion hier, nämlich mit den Cable Cars. Die sahen früher so aus wie in San Francisco. Jetzt die neueste Generation mit einem fantastischen Ausblick. Jetzt schwenke ich mal schnell. Guckt mal hier. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von euch. Wir hoffen, euch hat unser Trip hier durch Funchal gefallen. Es war ja nur ein Kurztrip und wir sind sehr beeindruckt. Wenn man mehr sehen will, muss man einfach nochmal wiederkommen. Genau. Lasst gerne ein Like für das Video da oder wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare hier unter dem Video. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dann tschüss.